Upsa. Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Heute Space Oddity von David Bowie. Definitiv mein letztes Video vor der Sommerpause. Das habe ich ja auch im vorigen Video, im Tage wie diese Riff-Video Tutorial schon ausführlich erklärt. Ist natürlich nur für die interessant, die regelmäßig hier reinschauen und auch relativ zeitnah zur Veröffentlichung sich das anschauen. Für alle anderen, hallo Gitarrenfreund oder Freundin natürlich auch. Wie du vielleicht weißt, gehört dieses Tutorial wieder zu meiner Das Ding-Reihe, also Das Ding Kultliederbuch. Hast sicher schon davon gehört. Es gibt davon 5 Bände oder eigentlich 6, wenn man das Weihnachtsliederbuch dazu zählt. Ja? Und Space Oddity ist in Band 1 auf Seite 17. Du brauchst aber kein Buch dafür, um das Lied spielen zu können, sondern ich habe hier auch zum Vergleich von ultimate-guitar.com mir eine Version heruntergeladen, eine mit 5 Sternen und den meisten Bewertungen, gehe ich mal davon aus, und nehme das auch zum Vergleich. Ja, also falls du das Buch nicht hast, du kannst trotzdem dieses Tutorial hier mitmachen. Es ist einfach nur Space Oddity. So, bevor es richtig losgeht, nochmal ganz kurz. Ich habe es in den letzten Videos weggelassen, aber es hilft alles nichts. Man muss es hier erwähnen, sonst wird es tatsächlich vergessen. Denke bitte an deinen Daumen. Vielen lieben Dank. Jetzt zur Anschlagtechnik. Als Beispiel hierfür nehme ich ein F Major 7. Zu den Akkorden komme ich nachher noch. 1, 2 und 3, 4 und 2, 3 und 4 und. Das Ganze war jetzt genau ein Takt. In meinen Aufzeichnungen strecke ich das ganz gerne auf 2 Takte, hast du vielleicht schon gemerkt. Ganz einfach deshalb, weil es deutlich leichter ist, in einer Achtel-Rhythmik zu zählen, als in einer Sechzehntel-Rhythmik zu zählen. Aber eigentlich ist es ein Takt. Und ab und an haben wir hier auch 2 Akkorde pro Takt. Dann wäre der Anschlag folgendermaßen. Eins, 2 und 3, 4 und hier habe ich jetzt natürlich einen eigentlich halben Takt auf einen ganzen Takt gestreckt. Später im Instrumentalteil kommt dann auch noch ein anderer Anschlag dazu. Das zeige ich dir dann aber, wenn es soweit ist. Im Buch fehlt mal wieder das Intro. Ist ein bisschen schade. Das Intro besteht aus 4-mal dem Wechsel F Major 7 und E-Moll. Das F Major 7 kann man mit 3 Fingern greifen. Mit dem ersten Finger auf dem ersten Bund der B-Seite, mit dem zweiten Finger auf dem zweiten Bund der G-Seite und mit dem dritten Finger auf dem dritten Bund der D-Seite. Oder, so wie ich es jetzt hier greife, ich nehme hier oben noch den Ringfinger, also den Ringfinger nicht auf der D-Seite im dritten Bund, sondern den Ringfinger auf der A-Seite im dritten Bund und greife dafür die D-Seite mit dem kleinen Finger. Es klingt ein bisschen voller. Und was ich auf jeden Fall noch mache beim F Major 7 ist hier die tiefe E-Seite abdämpfen mit dem Daumen. Der Ton E gehört dazu zum F Major 7, klingt aber die tiefe E-Seite nicht besonders schön. Darum dämpfe ich diese hier ab. Und das E-Moll kennst du wahrscheinlich. Zweiter Finger, zweiter Bund A-Seite und dritter Finger, zweiter Bund D-Seite. Zuerst F Major 7.
und E-Moll. Und dann wieder F Major 7. E-Moll. Die Strophe beginnt mit C-Dur. Erster Finger, erster Bund B-Seite, zweiter Finger, zweiter Bund D-Seite, dritter Finger, dritter Bund A-Seite. Und E-Moll. Dann wieder C-Dur. Und wieder E-Moll. Jetzt kommen zwei halbe Takte. Einmal ein A-Moll. A-Moll, ne? Erster Finger, erster Bund B-Seite, zweiter Finger, zweiter Bund D-Seite, dritter Finger, zweiter Bund G-Seite. Und dann ein A-Moll mit Basston G. Dazu nimmst du den kleinen Finger auf den dritten Bund der tiefen E-Seite. Im Buch steht hier A-Moll 7 mit G im Bass. Sobald der Ton G hier dabei ist, beim A-Moll ist es ja eigentlich schon A-Moll 7. Aber für alle, denen vielleicht das mit dem kleinen Finger ein bisschen schwer fällt, du kannst natürlich auch den Ringfinger hier lösen, ja, von der G-Seite im dritten Bund und greifst damit den dritten Bund der tiefen E-Seite. Jetzt zuerst mal das A-Moll mit dem Anschlag für einen halben Takt, habe ich ja vorhin erklärt. A-Moll mit G im Bass. Und dann ein D7. Im Buch steht tatsächlich nur D7. Schöner wäre, und es steht auch so im Ausdruck oder in dem, was ich mir heruntergeladen habe von ultimateguitar.com, wenn man noch den Basston Fis greifen würde. Basston Fis. Ja, also ein D7 mit Fis im Bass. Das wieder einen ganzen Takt. Ich spiele es nochmal. A-Moll. A-Moll mit G im Bass. Und D7 mit Fis im Bass. Das Ganze einmal im Zusammenhang. Das Ganze wird dann einmal wiederholt, nur bei dem D7 mit dem Basston Fis, eventuell nur einmal anschlagen. Also mit den Bezeichnungen für die einzelnen Songteile ist man sich anscheinend auch nicht so ganz einig. Das, was wir jetzt gemacht haben, war eigentlich für mich die Strophe. Habe ich auch so eingeblendet, Strophe, ne? Und dann kommt jetzt, also diese Geschichte mit This is Ground Control to Major Tom, ist für mich eigentlich der Refrain. Im Buch steht da mal wieder gar nichts, da steht nur erstens, das ist alles Strophe hier. Und im Download von ultimateguitar.com war das hier jetzt der Pre-Verse, also die Vorstrophe, und dann käme jetzt erst die Strophe. Ist der Refrain. Ich sage jetzt einfach mal Refrain. Anschlag bleibt der gleiche, C-Dur ist ja bekannt, los geht's. Ein E7, Zeigefinger, hier auf den ersten Bund der G-Seite, Mittelfinger auf den zweiten Bund der A-Seite.
Dann der Gitarristen-Lieblingsakkord F-Dur, Barré, erster Finger, Barré, erster Finger im ersten Bund. Dann Mittelfinger, zweiter Bund G-Seite, Ringfinger, dritter Bund A-Seite und kleiner Finger, dritter Bund D-Seite. Dann ein F-Moll. Für das F-Moll nimmst du vom F-Dur einfach den Mittelfinger weg. Dann hast du ein F-Moll. Nur einen halben Takt, dann wieder C-Dur, halber Takt. Und dann wieder F-Dur, einen ganzen Takt. Und jetzt nochmal F-Moll, das gleiche quasi nochmal, F-Moll, C-Dur, F-Dur. Und bis dahin noch einmal im Zusammenhang. Und um diesen Refrain komplett zu machen, wiederholst du das Ganze nochmal. Jetzt kommt das Zwischenspiel. Allerdings laut ultimateguitar.com ist das hier jetzt der Chorus, habe ich ja vorhin gesagt. Und laut Buch ist das hier immer noch die Strophe. Mit den Akkorden F Major 7, also eigentlich genauso wie im Intro. F Major 7 und E-Moll, das Ganze zweimal. Im Buch steht hier E-Moll 7. Kann man machen, muss man nicht, ja. E-Moll 7, vom E-Moll einfach den Ringfinger weg. Danach geht es weiter mit einem B-Dur, B-Flat, ja, B-Flat-Dur, das heißt Barré, mit dem Zeigefinger im ersten Bund, genauso wie beim F. Nur hier mit den Restfingern, mit kleiner Finger, Ringfinger und Mittelfinger, greifst du ein A-Dur im dritten Bund. Das heißt Mittelfinger auf den dritten Bund der D-Seite, Ringfinger auf den dritten Bund der G-Seite und kleiner Finger auf den dritten Bund der B-Seite. Im Buch steht hier statt B-Flat Dur ein B-Flat Major 7. Das geht dann so hier. Das heißt, der Mittelfinger greift im zweiten Bund der G-Seite, der Ringfinger auf den dritten Bund der D-Seite und der kleine Finger bleibt auf den dritten Bund der B-Seite und der Zeigefinger immer noch im Barré-Modus. Klingt sogar besser, finde ich, hier. Nur einen halben Takt, wie gesagt. Danach ein A-Moll. Ein G-Dur hat man bisher noch nicht. Ringfinger, dritter Bund, tiefe E-Seite, kleiner Finger, dritter Bund, helle E-Seite und zweiter Finger, zweiter Bund, A-Seite. Geht natürlich auch mit ersten, zweiten und dritten Finger. Und zum Schluss noch ein F-Dur, einen ganzen Takt.
den Zwischenteil einmal im Zusammenhang. Im Instrumentalteil ein bisschen anderer Anschlag und ich nehme dazu auch die Barré-Akkorde, das heißt auch ein C-Dur im Barré, einfach um das besser abdämpfen zu können. C-Dur wäre dann wie B-Dur, nur mit Barré im dritten Bund, dann ein F-Dur, vorhin schon gehabt, ein G-Dur ist wie F-Dur, nur im dritten Bund und ein A-Dur ist auch wie ein F-Dur, nur im fünften Bund. Zuerst ein Schlag C-Dur, Abschlag, dann noch ein Abschlag C-Dur, allerdings diesmal nicht mit gegriffenen Saiten, sondern ich lasse die Finger auf den Saiten liegen, aber drücke sie nicht mehr runter, sodass sie nicht klingen können. Wechsel auf F-Dur, wieder drücken, Aufschlag, loslassen, Aufschlag. Wechsel auf G-Dur, drücken, Abschlag, loslassen, Abschlag, Aufschlag. Das einmal im Zusammenhang. Und dann auch zu A-Dur wechseln, wieder drücken. 2 Abschläge, lösen, ab, auf. Noch einmal von vorne. Du kannst natürlich auch mit einem gewöhnlichen C-Dur greifen, F-Dur ist sowieso Barré, dann noch ein gewöhnliches G-Dur und ein A-Dur, klingt dann aber halt auch etwas anders. Nach dieser rhythmischen Einlage kommt dann noch ein F Major 7. Ganzer Takt, ein E-Moll, auch ganzer Takt. A-Dur, C-Dur, D-Dur und ein E-Dur. Für die, die das noch nicht kennen, D-Dur und E-Dur reiche ich noch schnell nach. D-Dur, Zeigefinger auf den zweiten Bund der G-Seite, Mittelfinger auf den zweiten Bund der hellen E-Seite und Ringfinger auf den dritten Bund der B-Seite. Und E-Dur, Zeigefinger auf den ersten Bund der G-Seite, Mittelfinger auf den zweiten Bund der A-Seite und Ringfinger auf den zweiten Bund der D-Seite. Nach dem Instrumental kommt jetzt laut Ultimate Guitar Com Verse 2, also die zweite Strophe. Laut Buch steht hier sehr viel sagen zweitens. Es ist vom Spielen her einfach nur der Refrain von vorhin. Nur einmal gespielt und mit einem anderen Text.
Danach kommt noch ein Teil, nennen wir ihn Bridge, beginnt mit einem G-Dur, einen halben Takt, einem E7, halber Takt, einem A-Moll und wieder einem A-Moll mit G im Bass. Jetzt wieder das D7 mit Basston Fizz, einen ganzen Takt. Ein C mit G im Bass, ganzer Takt. Und ein G-Dur, ganzer Takt. Und die Bridge noch einmal im Zusammenhang. Nach dieser Bridge kommt wieder unser Zwischenspiel von vorhin. Ein bisschen anderer Text, nicht mehr Sitting in my tin can, sondern Floating around my tin can. Aber genauso gespielt, alles gleich. Und danach kommt noch das Outro, das wieder genauso gespielt wird wie der Instrumentalteil. Und so wie ich das sehe, haben wir das Lied dann damit durch. Wunderbar. Das war's von mir zu Space Oddity von David Bowie. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was in die Kommentare und abonniere meinen Kanal. Ciao und bis zum nächsten Video.